Hallo und willkommen zurück hier bei den Knauf-Werktagen 2023, bei denen wir Sie mitnehmen auf einen digitalen Messerundgang. Wir haben vorhin schon über das Thema Dämmung gesprochen. Da hatten wir ja das Thema Kellerdeckendämmung, die mit den Knauf-Produkten besonders schnell und einfach geht. Jetzt geht es ebenfalls wieder um Dämmung, aber wir gucken uns die Dämmung von Wänden und Dächern an. Und das mit einer ganz anderen, aber sehr besonderen Methode, nämlich mit der sogenannten Einblasdämmung. Das heißt, wir haben loses Material, das wir von außen in eine Wand, in eine Mauer zum Beispiel, hineinblasen können, um das Ganze zu dämmen. Und wie das funktioniert, das lasse ich mir jetzt genauer erklären von Markus Grafe von Knauf. Der kennt sich gut damit aus. Hallo Markus. Ja, hallo Johannes, grüß dich auch. Ähm, Ich sehe schon, du hast das Material ja in der Hand. Ne? Das sieht fast so ein bisschen aus wie so, ja, fast wie Kunstschnee oder sowas. Was ist das überhaupt genau für ein Material, was dann da gleich hineingeblasen wird in die Wand? Ja, ich habe dir mal ein bisschen Glas und Sand mitgebracht. Glas und Sand. Nichts anderes haben wir hier in der Hand. Dann brauchen wir noch ein bisschen Silikonöl für die Wasserabweisung, gerade wenn wir im zweischaligen Mauerwerk uns bewegen. Und das Besondere ist, gerade der Anteil vom Glas ist schon 80% Altglas. Ja? Also recyceltes Glas. Recyceltes Glas, was wir im Herstellungsprozess mitverwenden. Und es fühlt sich gar nicht mehr an wie eine Glaswolle, sondern wie so ein Wattedämmstoff oder sonstiges. Und man sieht jetzt schon, wenn wir nur das Handmuster oder so ein Muster so lose in der Hand haben, dass das Material sich schon miteinander verkrallt. Und das liegt daran, dass jede einzelne Faser quasi wie so eine Schneeflocke ist, wie so ein Molekül. Das will sich einfach mit dem anderen verbinden und bleibt dann anschließend, dieser lose Dämmstoff bleibt anschließend, wenn wir fertig sind mit der Arbeit, als fester Bestandteil in der Wand stehen. Das werden wir gleich auch sehen. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns doch mal direkt das Ganze in Action an. Also gucken uns mal an, wie das Ganze dann hineingeblasen wird. Deine Kollegen stehen schon hier und sind bereit, um jetzt diese Wolle in die, ja, dieses lose Material in die Wand zu blasen. Ich würde sagen, wir können loslegen, wenn ihr bereit seid. Genau, also wir packen das Material mit dem Sack, ist das Material eingepackt, das wird in eine Maschine eingefüllt. Es geht jede herkömmliche klassische Einblasmaschine, muss jetzt nicht die sein, die wir hier haben. Die gibt es in größer und auch in kleiner. So, und jetzt sieht man schon, der Dieter, der befüllt diese Konstruktion mit einer sogenannten Nadel, das ist ein Alurohr, und er kann somit dieses Gefach am besten befüllen. Und wir haben es gesehen, dass das Material sich von unten nach oben hin aufbaut. Und es wird jetzt nach und nach eine weitere Verdichtung stattfinden, sodass es nachher dann eine feste Dämmebene ist. Ja, das ist verrückt. Es sieht so aus, als ob es schon voll ist tatsächlich, aber es kommt immer noch weiterer Dämmstoff nach, ne? Genau, also man stellt die Maschine erstmal vorher ein, welche Rohdichte muss man denn erreichen. Wir brauchen bei unserem Produkt eine Rohdichte von 30 bis 40 Kilogramm. Und erst wenn wir die erreicht haben vor der Nadel, dann schaltet sich die Maschine auch ab, beziehungsweise der Materialfluss wird ein bisschen weniger. Somit ist sichergestellt, dass die Maschine den Mensch unterstützt, dass die richtige Einbaudichte gewählt wird. Und jetzt haben wir das Ganze schon eingebaut. Also die Wand ist offensichtlich voll. Können wir die jetzt auch aufmachen oder wie läuft das? Wir können die natürlich aufmachen, wir machen die jetzt auch auf, sehr gerne natürlich. Und man sieht ja auch, dass es sehr schnell ist, ja? Also sehr schnell geht. Wenn man jetzt sich vorstellt, ich würde eine Mattenware oder eine Rollenware haben, die müsste ich erst ausrollen, auspacken, dann muss ich die erst zuschneiden, dann muss ich die wieder reinquetschen, dann muss ich wieder das nächste Stück nehmen und dann habe ich immer noch die sogenannten Stöße. Wir haben hier keine Stöße. Ja. Jetzt sehen wir schon, ein bisschen was quillt noch raus, wenn wir mal näher rangehen. Komm ruhig mit, Markus. Aber das ist ja tatsächlich Wahnsinn, wie fest das Ganze jetzt geworden ist. Ne? Also gerade hatten wir diese losen Flocken und jetzt durch die Verdichtung, durch die Verzahnung des Materials wird es dann wahrscheinlich fest. Genau, richtig. Und ja, das ist jetzt natürlich ein gewisser Druck. Wir haben ja vorher, das Gefach ist relativ luftdicht. Eine Plexiglasscheibe entweicht ja eigentlich keine Luft. Und auch wenn er jetzt zum Schluss rauszieht, das ist immer noch ein bisschen Luft in der Konstruktion. Und wenn wir dann natürlich das Gefach aufmachen, gibt es nochmal so einen Aufstelleffekt des Dämmmaterials. Und dieser Aufstelleffekt ist aber auch gerade für die Holzbauindustrie in der Vorfertigung ein sehr wichtiger Aspekt, weil die bringen die Dämmung ja schon in ihren Standort ein und transportieren dann die Hauselemente über mehrere 100 Kilometer. Und wenn man dann einen Dämmstoff hätte, der zusammensackt in sich, ist das etwas schwieriger oder nicht ganz so glücklich an der Baustelle. Unser Dämmstoff, der sagt dann so nochmal, ihr rüttelt oder ihr wollt mich hier öffnen, ich expandiere, ja, ihr kriegt mich nicht hier raus aus der Konstruktion. Das heißt, der bleibt setzungssicher. Jetzt hast du schon einen Anwendungsbereich genannt. Wo kann ich das Ganze denn sonst noch verwenden? Also geht es zum Beispiel auch in bestehenden Gebäuden, die schon da sind, im Bestand?
Genau, also die Einblasdämmung funktioniert sowohl im Neubau als aber auch im bestehenden Gebäude, im Altbau sozusagen. Immer dann, wenn wir einen Hohlraum haben und immer dann, wenn es bauphysikalisch funktioniert, dass wir diesen Hohlraum lückenlos dämmen können. Dann können wir mit der Einblasdämmung zum einen ein Problemlöser sein im Altbau, zum anderen im Neubau eine schnellere Lösung der Dämmvariante oder sicherere Lösung der Dämmvariante sein. Und wo ist jetzt der Hauptunterschied von dieser Methode zu zum Beispiel Dämmplatten oder anderen Materialien, die ich einsetzen kann? Zum einen geht es schneller natürlich, ne? Genau, also fangen wir beim Altbau an. Da habe ich jetzt irgendeinen Hohlraum, ich habe irgendeine Verkleidung. Ja. Da müsste ich ja, um eine Rolle oder eine Matte in diese Konstruktion zu bringen, egal ob jetzt Wand oder Dach, muss ich ja irgendeine Seite der Verkleidung losnehmen, um dann einen Rollen- oder einen Mattenwarendämmstoff da einzuführen. Das brauche ich hier ja jetzt nicht. Ich brauche entweder eine kleine Einblasöffnung oder eine etwas größere, so wie wir es jetzt hier gerade eben gesehen haben. Und sobald ich die erstellt habe, kann ich das Objekt dämmen. Also ich mache von außen ein kleines Loch rein, was man hinterher auch schnell wieder flicken kann, gewissermaßen. Und schon damit kann ich die ganze Wand füllen. Genau. Also konkretes Beispiel, Klinkermauerwerk oder ein Putzmauerwerk, wo wir dann mal festgestellt haben, da ist noch ein Hohlraum. Da führen wir je nach Düsengröße, wo wir mit dem Loch dann oder das Loch erstellen in der Wand, gibt es ein Bohrlochschema von uns und da werden in Abständen von zum Beispiel 2 Meter oder Abständen von 1 Meter Löcher gebohrt und diese Löcher sind dann ganz einfach wieder mit einem Putzmörtel zu verschließen. Kannst du auch was dazu sagen, wie gut die Dämmleistung ist am Ende? Also wie gut sind die Dämmwerte von diesem Material von Superfilm? Ja, wir haben im Superfill sind wir mit der Wärmeleitgruppe 035 eingestellt. Das heißt, wir optimieren natürlich jede Dämmkonstruktion im Vergleich zu 040er Ware um ein Vielfaches. Ne? Also wir sind da eigentlich der förderfähigen Klasse. Wenn man es auch wiederum aufs zweischalige Mauerwerk nimmt, dann ist die 035 eine förderfähige Leitzahl, womit man dann die Wand dämmen darf. Wie ist es mit dem Thema Brandschutz? Das ist ja auch immer wichtig, ne? Dass gerade wenn ich das zum Beispiel jetzt im Dach verbaue oder anderswo im Haus, dass das Ganze nicht so leicht brennbar ist. Von Natur aus brennt ja Sand nicht und Glas somit sind wir also nicht brennbar, in der Baustoffklasse A1 eingeteilt. Und das ist halt ein Riesenvorteil natürlich auch vor allem im mehrgeschossigen Wohnungsbau. Ne? Beim Einfamilienhaus gibt es in Deutschland die Anforderungen nicht, aber es schadet ja nicht, wenn man da ein Produkt drin hat, was nicht brennbar ist. Wenn ich jetzt hinterher kontrollieren will, also sagen wir mal, das Haus ist fertig oder die bestehende Wand ist fertig gedämmt und ich will kontrollieren, wie ist denn die Dichte? Dafür habt ihr, glaube ich, auch eine Möglichkeit, ne? Und eine Methode? Das ist ja sogar ganz wichtig auch. Also Vertrauen ist immer das eine, ist ja auch okay, dass ich meinem Verarbeiter vertraue. Ganz wichtig ist auch an der Stelle, dass nur zertifizierte Fachbetriebe dieses Produkt einbauen dürfen. Also die müssen erst von uns zertifiziert werden. Das machen wir in Lehrgängen, entweder bei uns im Werk, dann ist das 2 Tage, oder aber wir können auch direkt zu einer Baustelle kommen und unterstützen dort. Also da ist jeder Verarbeiter herzlichst eingeladen, sich mit uns in Verbindung zu setzen, sodass wir weitere zertifizierte Fachbetriebe finden. Und dann wissen die genau, wie man die Maschine einstellen muss, damit es ja funktioniert. Aber wenn ein Bauherr zum Beispiel wissen möchte, Mensch, aber ja, erklärt mir doch mal eben oder zeigt mir mal eben, ihr habt jetzt hier mein Dach gedämmt, ja, ich sehe das zwar, dass da Dämmung drin ist, aber ist es wirklich in der richtigen Rohdichte? Dann können wir das genau mit einem Ausstechzylinder überprüfen. Das können wir gerne mal eben. Den habt ihr hier, ne? Ja. Der Ausstechzylinder ist da. Und wie mache ich das Ganze jetzt? Am Ausstechzylinder haben wir einmal die scharfen Messerkrallen. Dann haben wir einmal die Spalte, wie viel Gramm wir tatsächlich nachher aus der Konstruktion entnommen haben. Und wir haben die Dämmdicke des Gefaches, was wir dämmen. Das heißt, wir tarieren jetzt einmal mal das Rohr. Ja. Achso, also du schaust, wie viel das Rohr selbst wiegt? Genau. Also ich überprüfe jetzt, wie viel das Rohr an sich überhaupt selbst wiegt. Ja, ja, die Waage ist ein bisschen langsam heute. So. Tariere das Ganze dann. Und jetzt ist halt ganz wichtig, dass man nicht stößt, ja, dann würde ich das Material ja verschieben, sondern dass wir das ausdrehen, ja, ausdrehen und nicht ausstechen. Immer weiter drehen. Ja, und das Rohr bewegt sich tatsächlich Stück für Stück durch die Drehung immer weiter hinein in die Wand, ne? So, dann ziehe ich es raus. Ja. Jetzt habe ich nicht quasi alles erwischt, da kann ich auch noch ein bisschen was mit der Hand nochmal nachnehmen, aber dass das Rohr halt einfach frei ist. Und dann stellen wir es hier drauf. Jetzt haben wir eine Grammzahl von 40 Gramm in der Konstruktion. Das ist ja echt erstaunlich, ne? Dass so viel
Ja, genau. der Wolle nur 40 Gramm wiegt, also Ja. auch noch sehr leicht. Ja. Ja, sehr, sehr leicht. Also das ist tatsächlich so. Ne? Also auch unser Dämmmaterial, unsere Säcke sind 16,6 Kilo, also kein Problem. So, und jetzt haben wir hier die 40 Gramm und wir haben ja gesagt, wir haben einen 16 Zentimeter Hohlraum. Und wenn wir das dann ablesen, dann darfst du das gerne mal tun. 32,7, ja, ne? Oder 30,7? Ne, 32,7. Ja, das wären dann 32,7 Kilo. Das heißt, wir sind komplett in unserer Rohdichte, wo wir sein müssen. Zwischen 30 und 40 Kilo müssen wir sein laut Zulassung. Also passt das perfekt gedämmt. Das Ganze würde man jetzt an einem Objekt, an einem Sparrenfeld, 5 Meter lang, an 3 Punkten machen. Unten, Mitte, oben. Um alles einmal zu kontrollieren. Ja. Markus, vielen Dank für diese tollen und ausführlichen Erklärungen. Viel gelernt über Superfill und über diese Einblasdämmung. Danke dir und einen schönen Tag noch. Sehr gerne, Johannes. Danke für den Besuch. Und liebe Zuschauer zu Hause, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie Interesse an Superfill haben, kommen Sie auf uns zu, kontaktieren Sie uns und werden Sie unser Partner Fachbetrieb. Dankeschön.